Also gut. Ich muss einfach alleine sein. So was ist mir ja noch nie passiert. Neurotische Kuh. Es tut mir leid. Seit wann hast du Manieren? Ich sehe dich einfach gern von hinten. Spanner. Irrtum. Ich meinte nur, je schneller du hier weg bist, desto besser. Darauf kannst du lange warten. Ach ja? Für mich sieht das eher so aus, als wären deine Tage hier gezählt. Wenn meine Schwester schon ihre Gespielin mit nach Hause bringt, dann sehe ich endgültig schwarz für deinen Vater. Carla würde meinen Dad nie im Stich lassen, das weißt du ganz genau. Wirklich? Was nützte ihr denn noch, wenn sie ihre Neigung ganz offen auslebt? Das ist doch so eine Alibi-Gatte eher hinderlich. Wollen wir wetten? Die Ehe ist schneller annulliert, als du Sozialwohnung sagen kannst. Nathalie? Ja, wurde ja auch Zeit. Ja, die Druckerei wartet noch immer auf die Vorlagen. Genau, der Weinkatalog. Hi, schön, dass du zu Hause bist. Dein Vater hat doch bald Geburtstag und ich habe noch kein Geschenk. Ich dachte, vielleicht könnten wir zusammen shoppen gehen. Tut mir leid, aber heute geht's nicht. Aber ich habe doch überhaupt keine Ahnung, was ihm gefällt. Und es soll was Besonderes werden, auch im Namen vom Dad. Schließlich gehören wir ja zur Familie. Ein anderes Mal, ja? Gut, dann aber am besten gleich morgen. Ich weiß es nicht. Lass uns das kurzfristig entscheiden. Aber Ich wäre jetzt gerne alleine. Sei nicht sauer, aber ich muss nachdenken. was hast du denn? Nichts? Hängt das mit dieser Frau zusammen? Ich habe da heute Morgen jemand das Schloss verlassen sehen und ich dachte... Hattet ihr Streit? Ach so, daher weht der Wind. Ich will dir nicht hinterher schnüffeln. Aber ich denke ja auch an Dad. Vanessa, ich werde deinen Vater nicht im Stich lassen. Und wenn du dich nun verliebst, dann kann Dad sehen, wo er bleibt. Das ist nicht wahr. Aber nur damit es dich beruhigt, ich bin nicht verliebt und ich werde diese Frau auch nicht wiedersehen. Oh, Gott sei Dank. Nein, ich meine... nicht, dass ich dir was Schlechtes wünsche. Also wenn du Kummer hast, kannst du immer zu mir kommen. Das ist lieb. Aber ich glaube, im Moment komme ich ganz gut alleine klar. Gut, dann will ich auch gar nicht länger stören. Ja. Carla, komm rein. Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Ich dachte, Silke wäre vielleicht noch hier. In letzter Zeit sieht man euch ja nur noch zusammen. Die scheint's richtig erwischt zu haben, hm? Silke ist noch in der Stadt. Macht noch ein paar Besorgungen für Kolumbien. Stimmt, es geht ja bald los. Ja. Sag mal, wie hat Vater euren Auslandseinsatz aufgenommen? Erstaunlich positiv. Aber ich muss dazu sagen, er hat Silke auch schon immer gemocht. Und du? Ich mag sie auch. Aber bist du sicher, dass es diesmal funktioniert? Ich meine, ihr habt euch schon mal getrennt. Wir hatten damals unterschiedliche Lebensentwürfe. Aber das ist diesmal anders. Ihr habt euch so lange nicht gesehen und jetzt gleich zusammen nach Kolumbien. Was ist, wenn ihr nicht klarkommt? Wenn wir es nicht ausprobieren, finden wir es auch nicht raus. Ja, schon. Aber In der Liebe gibt's nie eine Garantie. Aber ich habe diesmal echt ein gutes Gefühl. Und manchmal muss man einfach auch was riskieren. Willst du auch rein? nein, danke. Hey, was guckst du so? Du machst dir doch bestimmt nicht nur Sorgen um deinen kleinen Bruder. Hey, hast du Kummer? Nein, nicht wirklich. Jetzt erzähl schon. Hm? Ich hab's heute Nacht drauf ankommen lassen. Du hast was.
Aber ich glaube, es war ein Fehler. Oder? Ich weiß es nicht. Mensch, du bist ja völlig durch den Wind. Jetzt erzähl mal ganz in Ruhe. Frische Luft ist wirklich eine gute Idee. Ja, das macht den Kopf frei, was? Sag mal, du hast also diese Anke. Anke mit aufs Schloss gebracht? Ja, wieso nicht? Hier weiß doch sowieso inzwischen jeder, dass ich lesbisch bin. Das Risiko, im Hotel erwischt zu werden, ist viel größer. Ja, das ist auch wieder wahr. Ja, und dann? Na, was wohl? Wir haben miteinander geschlafen. So weit waren wir schon. Es war auch alles wunderschön. Und dann bin ich aufgewacht und musste an Hannah denken. Ich hatte das Gefühl, sie zu betrügen. Doof, oder? Nein, ganz und gar nicht. Ich verstehe wirklich gut, was du meinst. Ja? Carla, Hannah war die Liebe deines Lebens. Du wirst sie nie vergessen. Wahrscheinlich wirst du auch in Zukunft noch häufiger an sie denken, auch wenn du mit anderen Frauen zusammen bist. Aber ich kann doch nicht an Hannah denken und mit anderen ins Bett gehen. Natürlich kannst du dir jetzt noch nicht vorstellen, dass du jemals wieder einen Menschen so leben wirst, wie du Hannah geliebt hast. Aber vielleicht passiert's ja doch. Und dann wird's wunderschön. Das ist doch genau das, was Hannah sich für dich gewünscht hätte. Sie hätte bestimmt nicht gewollt, dass du dich hier im Schloss vergräbst und dein Leben an dir vorbeiziehen lässt. Du kannst dich nicht immer an Vergangenes klammern. Trotzdem habe ich das Gefühl, als würde ich sie verraten. Eure Liebe kann euch keiner mehr nehmen. Auch wenn du Zärtlichkeiten mit anderen Frauen zulässt. Oder vielleicht sogar Liebe. Danke. Sag mal, wo hast du eigentlich diese Weisheit her? Na, von dem ganzen Fisch, den ich esse. Ist gut fürs Hirn. Silke müsste auch längst wieder da sein. Na, dann lass ich mal nicht länger warten. Ach, Leo, dass ich vorhin eure Liebe in Frage gestellt habe. Das tut mir leid. Ich war ganz schön mies drauf. Ich wünsche euch wirklich alles Glück der Welt. Und ich dir. Oh, ich werde dich vermissen. Ist doch nicht für immer. Ich komme gleich. Rufst du sie doch noch an? Anke, Carla hier. Ich weiß, deswegen rufe ich hier an. Ich habe mich unmöglich benommen. Ich möchte mich gerne bei dir entschuldigen. Können wir uns bitte sehen? Ich fand die Nacht schön, sehr schön sogar. Anke, ich kann dir das erklären. Bitte. Kleine Fotosession? Ja, ich will welche ausdrucken und ein kleines Fotoalbum für der zusammenstellen. Aber ich brauche unbedingt neue Fotos. Das wird Bernd sicher gefallen. Und ist es okay, wenn ich auch ein paar Fotos von dir nehmen würde? Warum nicht? Er scheint dich ja kaum noch zu interessieren, seit du mir diese Anke rumhängst. Wenn du willst, können wir gerne ein paar Fotos zusammen machen. Wie wär's? Vielleicht im Schlosspark? Oh, da hat's aber jemand eilig. Ich muss es ja ausnutzen, dass du noch hier bist und nicht bei deiner Anke. Vanessa, ich weiß, in letzter Zeit hast du bestimmt den Eindruck gehabt, als würde ich dich loswerden wollen, aber Besonders viel Wert auf unsere Freundschaft scheinst du nicht zu legen. ich war sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich finde, dass du Dad nicht hängen lässt. Natürlich nicht. Aber ich habe auch noch mein eigenes Leben. Und dazu gehört nun auch mal, dass ich wieder jemanden kennenlerne. Bis jetzt ist dir das doch auch nicht so wichtig gewesen. Ich bin froh, dass ich endlich wieder Gefallen am Leben finde. Aber schau mal, das eine schließt das andere doch nicht aus. Wie wär's, wenn wir zuerst Fotos machen und dann was zusammen unternehmen? Wirklich? Das haben wir lange nicht mehr gemacht, oder? Das sind doch schöne Fotos. Ja, ich habe doch gesagt, dass man auf der Kühe gut fotografieren kann. Vor allem, wenn man gleichzeitig die Schaufenster im Blick hat, nicht wahr? Der Jogginganzug war echt cool. Den wirst du dir auch von deinem selbstverdienten Geld leisten müssen. Hallo. Hallo. 2 Milchkaffee. Ich bin gleich wieder da. Entschuldige, der Bus ist mir schon wieder von der Nase weggefahren. Bis jetzt war eh nicht so viel los. Du kannst aber direkt Tisch 4 bedienen. Okay. Schon wieder arbeiten? Wir gehen gleich weiter shoppen. Ja, schön für euch. Soll ich dir vielleicht ein paar Gummihandschuhe mitbringen? Ich meine, auch wenn du putzen gehst. Du kannst ja trotzdem gut dabei aussehen. Keine Zeit. Ich hab ein Date. Mit wem? Ein Vertreter für Sanitärreiniger?
Auch wenn es in dein beschränktes Weltbild nicht passt, es gibt auch Männer, die eine Putze einladen. War er vielleicht betrunken? Nein, ein Geschäftsmann im Designeranzug. Der arbeitet für eine Werbeagentur oder sowas. Nicht schlecht, gratuliere. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich mich mit ihm treffen soll. Ich kenne ihn ja kaum. Ja, dann lernst du ihn eben kennen. Dafür sind Dates doch da. Jedenfalls die erste halbe Stunde davon. Ja, mal sehen. Und auf Sansibar bist du auch schon gewesen? Ja, im Rahmen meines Kunststudiums. Bernd hat jahrelang in Brasilien gewohnt. In Stonetown habe ich Recherchen angestellt über die indischen und arabischen Einflüsse auf die Künstler dort. Und Bernd hatte in Brasilien eine Diamantenmine. Sag mal, was hat sie ständig mit diesem Bernd? Das ist ihr Vater. Und woher kennst du Vanessa überhaupt? Sie ist meine Stieftochter. Du bist verheiratet. Ja, mit Bernd. Ich verstehe. Deswegen ist Vanessa auch so unfreundlich zu mir. Aber eigentlich verstehe ich überhaupt nichts. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du verheiratet bist? Das ist eine lange Geschichte. Tu dir keinen Zwang an. Ein anderes Mal, ja? Ich bin gleich wieder da. Hoffentlich. Auch wenn du einmal mit ihr im Bett warst. Du brauchst dir gar nichts einzubilden, Was sollte ich mir denn einbilden? dass da mehr laufen könnte. Und wenn ich du wäre, würde ich jetzt gehen. Und was ist, wenn ich nicht gehe? Das solltest du dir gut überlegen. Ich habe selten jemanden gesehen, der so lange für ein Osaf braucht wie du. Sag mal, Vanessa, ist das nicht der gut aussehende Typ da drüben aus der Buchhaltung? Kai Kepner? Ja. Ach, der Typ da sieht nie im Leben aus wie Kai. Doch, der hat dieselben Haare. Ja, klar. Und 2 Arme und 2 Beine. So, dann will ich euch beide mal nicht weiter stören. Schönen Abend noch. Dir auch. Lass uns mal telefonieren. Bis bald. Von hinten gefällt sie mir am besten. Schickes Teil. Was willst du hier? Geht dich das was an? Carla ist schon im Bett. Umso besser, Kleines. Genau, da wollte ich nämlich hin. Dir wünsche ich auch einen so schönen Abend wie mir. Das hast du dir schön ausgedacht. Abends kommen, morgens heimlich wieder abhauen. Ich kann auch bleiben, wenn du willst. Lass dich hier nie wieder blicken. Ich glaube, da hat Carla auch noch ein Wörtchen mitzureden. Es ist besser, du lässt sie in Zukunft in Ruhe. Kann es sein, dass du eifersüchtig bist? Dazu müsste ich eine Lesbe sein. Wer weiß? Du spinnst wohl. Ganz schön schlagfertig, das muss man dir lassen. Und du bist total widerlich. Ich lass mich nicht von Frauen küssen. Es wird ein Nachspiel haben. Darauf kannst du dich gefasst machen. Ein Nachspiel. Von mir aus gerne. Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich. Diese blöde Kuh hat mich einfach geküsst. Vanessa, ich hab's nicht an den Ohren. War sonst noch was? Sonst noch was? Carla, ich bin nicht so drauf wie ihr. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass du dir gerne mal eine nette Geschichte ausdenkst, wenn dir was nicht in den Kram passt. Du glaubst, ich hätte mir das ausgedacht? Ja, um Anke vor mir schlecht zu machen. Nur leider, meine Liebe, ist das ziemlich geschmacklos. Das gibt's doch gar nicht. Diese Tussi knutscht mich in aller Öffentlichkeit ab und du glaubst mir nicht. Hallo, diese Anke ist ein hinterhältiges Missstück. Und du bist ein Engelchen, ich weiß. Vanessa, ich kann verstehen, dass du Angst hast. Irgendjemand könnte Bernd den Platz streitig machen. Darum geht's überhaupt nicht. Du willst wohl einfach nicht kapieren, was für einen du dir lang gezogen hast. Ich habe mir Anke nicht an Land gezogen. Ich habe eine lockere, unverbindliche Affäre mit ihr. Und ich lasse mir bestimmt nicht von dir vorschreiben, mit wem ich befreundet bin. So, und jetzt muss ich telefonieren. Lass mich bitte alleine. Ich weiß es nicht.